Hola a todos, willkommen zu einer neuen Folge von Mattes Mate Mission Uruguay ein Welt. Ich bin der Mattes, schön, dass ihr wieder dabei seid. Um bei einem so riesigen Vorhaben wie der Auswanderung nach Uruguay nicht den Überblick zu verlieren, haben wir bereits 2024 eine To-Do-Liste gestartet. Die Idee dahinter ist recht einfach. Sie soll Struktur in unser großes Abenteuer bringen und uns am Ende hoffentlich davor bewahren, unnötig Lehrgeld zu zahlen. Inzwischen ist diese Liste stetig gewachsen. Und heute wollen wir mit euch teilen, was bereits darauf vermerkt ist und welche Punkte wir sogar schon erledigen konnten. Ja, und genau hier hoffen wir natürlich auch auf eure Unterstützung. Wir freuen uns wirklich über jedes Feedback. Vielleicht habt ihr Anmerkungen wie: Hey, da habt ihr was Wichtiges vergessen oder das solltet ihr dringend noch einplanen oder auch diesen Punkt habt ihr ungünstig terminiert. Das muss aus folgendem Grund viel früher oder später geschehen. Ich blende zum Schluss die komplette Übersicht ein, damit ihr die einzelnen Punkte noch einmal nachlesen könnt. Für 2024 standen da schon einige To-Dos. Beispielsweise zu Fähigkeiten, die Frau Mattes im Hinblick auf die Auswanderung erlernen wollte. Ein zentraler Punkt war das Anlegen von Permakulturbeeten. Sobald diese fertig waren, ging es direkt ans Bepflanzen. In unserem Garten wächst mittlerweile echt eine bunte Vielfalt. Von Erbsen, Kürbissen, Zucchini, über Salat, Frühlingszwiebeln, Tomaten bis hin zu Brombeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren, Kartoffeln, Melonen und zahlreichen Kräutern. Ja, und so eine reiche Ernte will dann natürlich auch haltbar gemacht werden. Deshalb hat sich Frau Mattes intensiv mit dem Verarbeiten beschäftigt und das Einwecken und Fermentieren erlernt. Und zur großen Inspiration wurden dabei die YouTube-Kanäle Steffi kocht ein und Gesa natürlich selbst gemacht. Ja, und natürlich auch die Wegfibel. Sie ist seither ein sehr großer Fan und die Links zu den YouTube-Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Im 4. Quartal 2024 rückten dann die nächsten großen Aufgaben in den Fokus. Allen voran die Planung unserer Erkundungsreise durch Uruguay, die für September-Oktober 2025 jetzt angesetzt ist. Gleichzeitig haben wir ein Konzept entwickelt, wie wir unser Netzwerk am besten aufbauen und pflegen können. Ja, und dazu gehörte natürlich auch, die technische Grundlage für diesen Kanal zu schaffen. Wir mussten die passenden Licht- und Ton- und Kameratechnik anschaffen und damit stellte sich dann auch direkt die nächste Frage: Wo richten wir denn unser kleines Studio überhaupt ein? Und naja, Tisch, Stuhl, etwas Deko. Für alles muss so organisiert und ein passender Ort gefunden werden. Aber all hinter diese ganzen Punkte können wir heute einen Haken setzen. Alles erledigt. Ja, kommen wir nun zu Anfang 25. Da so eine genaue Terminplanung für die Zukunft oft schwierig ist, hat Frau Mattes eine sinnvolle Idee eingebracht. Wir gliedern unser Vorhaben in Quartale. Das verschafft uns eine klare Struktur, ohne uns jetzt schon auf exakte Daten festlegen zu müssen. In der ersten Jahreshälfte, also im 1. und 2. Quartal, lag der Fokus klar auf 3 Bereichen. Zum einen dem konsequenten Aufbau unseres Netzwerks. Das bedeutet jede Woche ein neues YouTube-Video für euch. Ja, und die Pflege der Community und Austausch in verschiedenen Gruppen auf Facebook und Telegram. Parallel dazu lief natürlich die Reisevorbereitung auf Hochtouren. Wir brauchten neue Reisepässe und der Medikamentenpass ist jetzt auch beantragt. Die biometrischen Fotos sind im Kasten und die große Rundreise für den Herbst ist so gut wie fertig geplant. Ja, und als dritte wichtige Entscheidung haben wir für uns selbst einen sofortigen Kaufstopp für Umzugsgüter verhängt. Alles, was wir jetzt nicht mehr anschaffen müssen, müssen wir dann natürlich 2029 auch nicht nach Uruguay transportieren. Jetzt in der 2. Jahreshälfte geht es in den großen Endspurt für unsere große Tour. Im August steht auch eine Erweiterung unserer Videoausrüstung an. Ich liebäugel da stark mit so einer 360-Grad-Kamera, um euch noch lebendigere Reportagen von unterwegs liefern zu können. Außerdem sind wir gerade dabei, unsere Fragen zu bündeln. Aus den unzähligen Notizen entsteht jetzt so eine übersichtliche Liste für all die Interviews und Treffen, die wir geplant haben. Ja, und im September, Oktober
Jetzt ist es dann endlich soweit. Unsere 6-wöchige Uruguay-Reise beginnt. Yay, hoch, yay. Ja, mit leichtem Gepäck von nur 23 Kilo Person, dafür aber mit reichlich Technik und einer riesigen Portion Vorfreude auf Land und Leute. Ja, danach erfolgt die große Entscheidung. Bleibt's bei Uruguay? Das ist einer der wichtigsten Meilensteine auf unserer Liste. Noch hätten wir nämlich Zeit, ein anderes Land zu erkundigen. Die weitere Liste basiert jetzt natürlich auf der Prämisse, dass Uruguay uns begeistert hat und die Entscheidung für das Land endgültig feststeht. Ja, also was steht da noch für das 4. Quartal 25 und 26 auf dieser Liste? Ja, da ist zum einen die vorausschauende Materialrecherche. Wir wollen uns intensiv mit Bau- und Dämmmaterialien befassen. Parallel dazu geht es an die konkrete Planung und auch schon an die Buchung für verschiedene Lehmhaus-Workshops, die für die Jahre 2026 und 2027 anstehen. Ja, und zum anderen steht ein ganz entscheidender administrativer Punkt für 26 an. Die Bestandsaufnahme all unserer Verträge. Wir werden uns die Zeit nehmen, alle laufenden Verträge genau zu prüfen, eine umfassende Liste anzulegen und die jeweiligen Kündigungsfristen zu vermerken. Ja, das ist eine wichtige Vorarbeit, um sicherzustellen, dass wir später nichts übersehen und alles fristgerecht abgewickelt wird. Ja, und ehe man es sich versieht, ist auch schon 2027. Ganz oben auf dieser Liste steht der Besuch von Lehmhaus-Workshops. Denn wir wollen ja unser praktisches Know-how für nachhaltigen Hausbau uns aneignen. Das können wir momentan aber noch nicht genauer terminieren, da die Anbieter ihre Kursangebote für 2027 verständlicherweise noch nicht veröffentlicht haben. Ja, und ein weiterer großer Block ist die Finanz- und Rentenplanung. Wir werden für das 2. Quartal einen Beratungstermin bei der Rentenversicherung vereinbaren, um unsere Anwartschaft und die Möglichkeiten für freiwillige Beiträge zu klären. Damit wollen wir unsere Planung für die Altersvorsorge entscheidend voranbringen. Ja, und alles Weitere wird sich dann auch aus diesem Gespräch ergeben. Parallel dazu müssen wir auch unsere Testamente und natürlich Vorsorgevollmachten an die zukünftige Lebenssituation anpassen. Ja, und natürlich wird uns das Thema Aussortieren weiter intensiv beschäftigen. Es geht dann an die Detailplanung, also ab wann kann was weg. Entscheiden müssen wir, ob wir die Dinge verschenken, verkaufen, tauschen oder entsorgen. Also dieser Prozess wird uns sicherlich noch eine ganze Weile begleiten. Ja, und schon springen wir ins Jahr 2028. Für dieses Jahr haben wir die Aufgaben ebenfalls grob in 2 Hälften unterteilt. Im 1. und 2. Quartal wird es dann so richtig offiziell. Wir werden die Rentenkasse und das Finanzamt über unsere Auswanderungspläne informieren. Gleichzeitig beginnen wir damit, alle relevanten medizinischen Unterlagen von unseren Haus- und Fachärzten zusammenzutragen. Das ist dann auch der Zeitpunkt, an dem wir einen Auswanderungshelfer beauftragen werden. Also um ganz genau zu klären, welche Nachweise, Übersetzungen und Apostillen brauchen wir denn jetzt ganz konkret. Kann ja sein, dass sich die gesetzliche Lage mittlerweile geändert hat. Und natürlich geht das Kündigen der Verträge in die nächste Runde. In der 2. Jahreshälfte, also im 3. und 4. Quartal, wird es dann sehr konkret. Wir werden uns um eine Unterkunft für die ersten 3 bis 6 Monate in Uruguay kümmern. Also Mietoptionen prüfen und etwas festmachen. Sollten wir uns für einen Container entscheiden, würde in dieser Zeit auch das große Packen beginnen. Ja, und als einer der wohl aufregendsten Meilensteine überhaupt, wir werden die finalen Flüge buchen. Ja, und dann, ehe man sich's versieht, ist auch schon 2029. Das Jahr des großen Countdowns. In dem 1. Quartal beginnt dann die finale Phase für die letzten entscheidenden Schritte. Wir werden die letzten Verträge endgültig kündigen, Auto verkaufen und die allerletzten Sachen aussortieren und entsorgen. Zu diesem Zeitpunkt muss ich erfreulicherweise auch nicht mehr arbeiten. Und diese freie Zeit möchte ich nutzen, um nochmal ein paar nützliche Fähigkeiten zu erlernen. Ich denke da sowas wie an Schweißen, vielleicht sogar Baggern und was sich sonst noch so als nützlich erweisen könnte. Parallel dazu läuft natürlich das finale Packen der Kisten, alles muss sorgfältig beschriftet und gesichert werden. Gegen Ende des Quartals wird dann der Zeitplan nochmal ein bisschen enger. 2 Monate vor Abflug wird die Deutsche Krankenversicherung gekündigt.
In der allerletzten Woche in Deutschland stehen dann die finalen Behördengänge an. Also Abmeldung beim Bürgeramt und bei der GEZ und so. Gleichzeitig erledigen wir auch die letzten Arztbesuche, um Medikamente zu bevorraten und planen vor allen Dingen noch einmal ganz, ganz viel bewusste Zeit für Freunde und Familie ein. Ja, und dann im zweiten Quartal, da ist dann der Moment endlich gekommen, der Umzug nach Uruguay. Yay. Unser großes Abenteuer kann dann losgehen. Ja, das ist unser Fahrplan für seit 2024 bis 2029. Schritt für Schritt, transparent und ich denke machbar. Jeder Abschnitt bringt uns unserem Ziel näher und wenn ihr Lust habt, abonniert den Kanal und begleitet uns in jeder Phase. Ja, und zum Schluss noch einmal der Appell an euch. Lasst uns bitte wissen, was wir bisher vergessen haben oder wenn wir zeitlich etwas viel zu früh oder zu spät einplanen. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ja, und wie ihr seht, bin ich gesund und munter. Das mit den 23 Kilo Fluggepäck konnte ich Frau Mattes wohl schon beibringen. Allerdings sagte sie, dass alles, was sie über die 23 Kilo benötigt, das soll wohl in meinen Koffer. Bei der ganzen Technik werde ich dann wohl nur mit einem T-Shirt und einer Hose reisen. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Ich blende jetzt gleich auch nochmal unsere Planungsübersicht ein, dann könnt ihr da nochmal genau drauf schauen. Hasta la próxima, wenn es wieder heißt Mathe Smarte Mission. Que les vaya bien und auf Wiedersehen. Tschüss.